Hi, my name is Anastasia. I'm from Fridays for Future Ukraine. I was here on this stage in this city just 1 year ago. Many things have been done. We activists did an amazing job pushing the embargo through. It's unbelievable. We made it. This has been giving me hope, purpose, keeping me from falling into depression. But unfortunately, the fight is not over yet. The war is still on. Just on Wednesday night, a Russian missile, another one, landed in Zaporizhia, in the city where my friend lives, not far from his house. Ich stand vor einem Jahr auf dieser Bühne in dieser Stadt. Viele Dinge wurden getan. Wir AktivistInnen haben großartige Arbeit geleistet. Wir haben es geschafft, das Embargo durchzusetzen. Das hat mir Hoffnung gegeben, Sinnhaftigkeit und mich davon abgehalten, in Depressionen zu verfallen. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Der Krieg geht weiter. Erst gestern Nacht ist eine weitere russische Rakete in Zaporizhia eingeschlagen. Sie traf ein Haus nicht weit von der Wohnung eines Freundes. Europe still pays for this destruction, still pays for Russian fossil fuels. Yes, despite the sanctions. There are just too many loopholes. On the paper, the embargo is already working, but in reality, 10 to 20 million barrels of Russian oil arrives to to Europe every week. Russia can still sell its fossil fuels to every European country directly and earns with it €1 billion almost every day. Europa zahlt immer noch für diese Zerstörung, für russische fossile Brennstoffe. Ja, trotz der Sanktionen. Weil es zu viele Schlupflöcher gibt, muss das Embargo durchgesetzt werden. Auf dem Papier funktioniert es bereits. Aber die Realität sieht so aus, dass im Moment immer noch jede Woche 10 bis 20 Millionen Barrel russisches Öl nach Europa kommen. Russland kann immer noch Öl und Gas direkt in jedes Land in Europa verkaufen und verdient seit dem Beginn des vollumfänglichen Krieges jeden Tag fast 1 Million Euro. Wintershall, Siemens, RWE, E.ON, these German corporations have been paying the most for this destruction. Despite the sanctions, they haven't stopped working with Russian fossil fuel companies and profiting from the genocide and ecocide that Russian fascists have been committing. But I want to focus on Wintershall and Siemens, since they are the biggest criminals here. Wintershall, Uniper, Siemens, RWE und E.ON. Diese deutschen Unternehmen haben am meisten für diese Zerstörung gezahlt. Trotz der Sanktionen haben sie nicht aufgehört, mit russischen Unternehmen für fossile Brennstoffe zusammenzuarbeiten, die vom Völkermord und Ökozid profitieren, den die Russen begehen. Aber ich möchte mich auf Wintershall und Siemens konzentrieren, solange sie die größten Kriminellen hier sind. Nord Stream pipes are the projects of Wintershall and Russian company Gazprom. These two companies, they've been supplying kerosene to Russian air forces. Wintershall is the biggest gas consumer in Germany. On top of it, now they are exiting Russia, they lost profits, and they're going to be paid back, compensated for that with German government with your taxes. Like, what the fuck? Nord Stream Pipelines sind Projekte von Wintershall und dem russischen Unternehmen Gazprom. Beide Unternehmen liefern Kerosin für russische Luftstreitkräfte. Darüber hinaus wird Wintershall für entgangene Gewinne in Russland von der deutschen Regierung mit ihren Steuern kompensiert. What the fuck? And then there is Siemens. You might have heard that they had presidency at COP27 in Egypt this year. They have also been profiting from the crimes that Russia has been committing in Ukraine. They sold wind turbines to Russia to be installed in Crimea to make it independent from Ukraine, undermining our sovereignty. They still work with Gazprom, supplying equipment for Nord Stream 1. And they just disregarded the EU sanctions. In fact, the sanctions didn't really touch them. Ja, okay. Und dann ist da noch Siemens. Sie haben vielleicht gehört, dass dieses Unternehmen bei der COP27 in Ägypten den Vorsitz innehatte. Es
Es hilft auch russischen Faschisten, Windkraftanlagen in die Krim zu verkaufen und zu installieren, um sie von der Ukraine abhängig zu machen und unsere Souveränität zu untergraben. Durch die Zusammenarbeit mit Gazprom und Lieferung von Ausrüstung an Nord Stream 1 hat Siemens EU-Sanktionen missachtet. Tatsächlich haben die Sanktionen Siemens erst gar nicht berührt. These facts and more, they make me very angry. And this anger is just so heavy because it's bordering with despair and powerlessness. It's like I'm walking on this thin suspended rope and any minute I can lose my balance and fall into the ocean of despair and depression. This is the price of a good life in Germany. Being part of the system that pays for the destruction and suffering in my country, including. Diese Tatsachen und mehr machen mich sehr wütend und diese Wut wiegt sehr schwer, weil sie an Verzweiflung und Ohnmacht grenzt. Es ist, als würde ich auf einem dünnen Seil laufen, auf dem ich jeden Moment das Gleichgewicht verlieren und in den Ozean der Verzweiflung und Depression fallen kann. Das ist der Preis für ein gutes Leben in Deutschland. Leiden und Zerstörung durch die Zugehörigkeit zum System zu finanzieren. The system has been paying for the ecocide, ruining our ecosystems, destroying our environment. Thousands of dead dolphins in the last year on the shores of the Black Sea. Countless dead animals because of the landmines in the fields and in the forest. Russia's attacked the largest seed bank in Europe. They disturbed Chernobyl area. They bombed Enerhodar, the largest nuclear power plant in Europe, threatening nuclear catastrophe far worse than Chernobyl. Sogar ich. Denn dieses System hat auch den Ökozid in der Ukraine finanziert, zerstört die Umwelt, tötet unsere Ökosysteme. Tausende tote Delfine an den Ufern des Schwarzen Meeres. Im vergangenen Jahr starben Tausende von Überlandtieren an Landminen in den Wäldern und auf den Feldern. Russen griffen die größte Saatgutbank Europas an, zerstörten das Gebiet um Tschernobyl, bombardierten Enerhodar, das größte Atomkraftwerk Europas, mit einer drohenden Katastrophe viel schlimmer als Tschernobyl. Von zahlreichen Ölbasen, die im ganzen Land bombardiert und in Brand gesteckt wurden, ganz zu schweigen. As for Russia and its territory, companies like Gazprom and Wintershall have been working mostly in Siberia. And they can't wait for the Arctics to melt to extract even more fossils for the fuel. No wonder there is so much climate denialism and doomism coming from Russia. Was Russland und sein Territorium betrifft, so waren es Unternehmen wie Gazprom und Wintershall, die bevorzugt in Sibirien arbeiten und es kaum erwarten können, dass die Arktis schmilzt, um mehr fossile Brennstoffe freizulegen. Kein Wunder also, dass so viel Klimaleugnung und Schwarzmalerei von Seiten Russlands daherkommt. Is this enough proof that Russian fossil fuel means death and destruction? And when we Ukrainian climate activists calling for the embargo, of course we mean just transition to clean energy like solar and wind. Ist das genug Beweis dafür, dass russische fossile Brennstoffe Tod und Zerstörung bedeuten? Und wenn wir ukrainischen Aktivisten das Embargo fordern, meinen wir natürlich nur den Übergang zu sauberer Energie wie Sonne und Wind. For me, the February of 2022 was very hard, but it's been a waking up call. Yes, this year has been very difficult. But at the same time, I'm very hopeful because I see the rest of the world is waking up also and realizing that this is not just the war of Ukraine versus Russia. This is the war for what you value the most: freedom, justice, peace and democracy. Für mich war der Februar 2022 ein Weckruf. Es war ein sehr hartes Jahr, aber ich bin immer noch sehr hoffnungsvoll, weil ich sehe, dass der Rest der Welt auch aufwacht und erkennt, dass es nicht nur der Krieg der Ukraine gegen Russland ist. Es ist der Krieg um das größte Gut: Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Demokratie. You say we are Europe. Well, prove it. Do what you must. Be brave like Ukraine. Stand with Ukraine. Fight for the full embargo with us. Demand that your government and organizations like EU take action. Sie sagen, wir sind Europa. Beweisen Sie es. Tun Sie, was Sie tun müssen. Seien Sie mutig wie die Ukraine. Stehen Sie uns bei.
Kämpfen Sie mit uns für das volle Embargo, ohne Ausnahmen und Schlupflöcher. Streiten Sie mit uns für den schnellstmöglichen Übergang zu sauberer Energie. Ban the import of all the fossil fuels from Russia. Verbot der Einfuhr aller fossilen Brennstoffe aus Russland. Stop financial companies that still work. Stop financing companies that still work with Russian fossil fuel industry. Stoppen Sie Finanzunternehmen, die immer noch mit der russischen Industrie für fossile Brennstoffe zusammenarbeiten. Speed up the green transition to end the war in Ukraine and other countries in the world. Beschleunigen Sie den grünen Übergang, um den Krieg in der Ukraine und anderen Ländern zu beenden. A peaceful, sustainable, democratic future is possible, and Europe must lead the way into creating it. Thank you. Eine friedliche, nachhaltige, demokratische Zukunft ist möglich. Und Europa muss bei seiner Schaffung eine Vorreiterrolle einnehmen.